Hochwasser sind ganz natürliche Ereignisse. Also das nächste Hochwasser wird kommen und Auf alle Fälle. wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir reden hier von Hochwasserschutz. Wir sollten reden von Hochwasserrisikomanagement. Es wird immer ein Hochwasser geben, das hat es noch nie gegeben. Die Elbe ist ja jetzt ziemlich weit weg, aber das Wasser kommt trotzdem bis hier ran. Den absoluten Schutz gibt es nicht. Wie gut sind die Leute denn informiert, was das Thema Hochwasser angeht? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der 4. Folge der Guten Frage. Dieses Jahr war eines der regenreichsten seit langem und die Folgen davon, die sind nicht zu übersehen. Besonders in Ahrweiler war das Hochwasser zuletzt so extrem, wie wir uns kaum hätten vorstellen können. Dresdnerinnen und Dresdnern ist das Thema Hochwasser schon lange ein Begriff. Besonders das Jahrhunderthochwasser von 2002 hat sich regelrecht in die Köpfe der Leute eingebrannt. Und deshalb stellen wir uns heute die Frage, wann kommt eigentlich das nächste Jahrhunderthochwasser und wie können wir uns davor schützen? Wir schauen uns an, wie die Häuser einer ganzen Straße angehoben werden, damit das nächste Hochwasser sie nicht wieder erwischt, woher man weiß, ob man von Hochwasser betroffen sein könnte und was Hochwasser mit uns als Gesellschaft macht. Aber als allererstes gehen wir hier in Tharandt den Ursachen von Hochwasser auf den Grund. Und dafür treffe ich mich mit Seniorprofessor Christian Bernhofer. Er als Meteorologe kann uns sagen, wie es zu Hochwasser kommt und welche Rolle der Klimawandel dabei spielt. Zu Beginn würde mich erstmal interessieren, wie Hochwasser denn eigentlich entstehen und wie dieser Begriff der Extremwetterereignisse da auch mit reinspielt. Also Hochwasser haben sehr häufig was mit Extremwetterereignissen zu tun, aber natürlich nicht immer. Aber die typischen Geschichten sind natürlich, dass es stark regnet. Das kann dann lokal sein, das ist dann lokaler Starkregen, produziert Sturzfluten. Oder es kann großräumig sein, dann wird ein großes Einzugsgebiet betroffen und dann kann so ein großer Fluss wie die Elbe zum Beispiel ein Hochwasser produzieren. Aber es wird so bleiben, dass die Hochwasser aus der Elbe wahrscheinlich kein so großes Risiko bedeuten, besonders nicht für Leib und Leben. Vielleicht schon eher für Besitz und sagen wir, für Schäden, die man reparieren muss. Aber die Weißeritz wird weiterhin so das gefährlichste Hochwasser für Dresden insgesamt bleiben. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, das ist etwas, was generell durch den Klimawandel wahrscheinlich am stärksten beeinflusst wird. Das sind die kleinräumigen Intensivniederschläge. Und das kann jede Stadt treffen und da gehört Dresden natürlich dazu. Das ist dann, man sagt, das sind Pluvial Floods, heißt das dann auf Englisch, also reine Regenniederschläge. Und da geht es darum, wie viel Gullis gibt es und wie viel Ableitungskapazität hat man in der Stadt, um dieses Wasser schnell genug wegzutransportieren. Und wie gut können wir das vorhersagen? Also wie gut können so Klimamodelle Hochwasser vorhersagen? Na, Klimamodelle können Hochwasser überhaupt nicht vorhersagen. Die können höchstens statistische Wahrscheinlichkeiten, dass irgendein Ereignis, das vielleicht früher alle 100 Jahre auftrat, plötzlich jetzt alle 50 Jahre, alle 20 Jahre auftritt und dass vielleicht die 100-Jährigen höher werden. Sowas können die vorhersagen. Und wenn wir jetzt relativ wenig investieren in Klimaschutz, dann wird es halt schlimmer werden, weil dann die allgemeine Temperaturerhöhung und die Wahrscheinlichkeit zu großen Niederschlägen ansteigt. Welche Rolle spielt der Klimawandel für Hochwasser? Klima ist immer Statistik. Also Klima ist nie ein Einzelereignis, ein Sommer, ein Jahr, nicht mal 5 Jahre ist Klima. Klima beginnt so bei 30 Jahren und beim Niederschlag wäre es klüger, erst bei 100 Jahren anzufangen. Die kleinräumigen Starkniederschläge werden in unseren Regionen generell zunehmen im Sommer, aber auch im Frühjahr und ein bisschen im Herbst. Und das bedeutet natürlich, dass die Chancen für diese kleinräumigen städtischen Fluten tatsächlich zunehmen werden und auch, dass kleine Einzugsgebiete, die ich sag mal, im Erzgebirge sehr häufig sind, häufig davon betroffen sein werden. Das wird so bleiben und das ist der wichtigste Punkt, um den man sich kümmern muss. Wenn ich Sie jetzt frage, wann haben wir das nächste Hochwasser? Wie sagt man das vorher? Also für die meisten Hochwasserprognosen brauchen Sie zunächst einmal eine gute Niederschlagsprognose. Das ist schwierig und geht heutzutage ungenau für 3 Tage und genauer ungefähr für 1 Tag. Und können Sie sagen, aus Ihrer meteorologischen Sicht, was jetzt vielleicht so ein Fazit oder ein Wunsch auf Basis all Ihrer Forschungserfahrungen wäre, wenn es das Thema Hochwasser angeht, was Sie sich so für die Zukunft wünschen würden, wie wir damit umgehen oder was wir auf jeden Fall brauchen? Ich glaube, das Wichtigste ist Vorsorge. Das heißt, man muss sich bemühen, bei der Klimaanpassung zu berücksichtigen, was man erwartet und dann vorsorgliche Maßnahmen zu treffen. Und das Zweite ist, sich bewusst sein, dass es keinen 100%igen Schutz vor Hochwassern gibt. Es wird immer ein Hochwasser geben, das hat es noch nie gegeben. Es bleibt immer ein Restrisiko und es hat keinen Sinn zu sagen,
Wir schützen uns 100% vor Hochwassern, weil das geht nicht. Also das nächste Hochwasser wird kommen und Auf alle Fälle. wir müssen uns darauf vorbereiten. Es gibt einen alten Spruch, der immer wieder richtig ist: Nach der Flut ist vor der Flut. Hier im Wasserbaulabor werden echte Landschaften maßstabsgetreu nachgebaut oder digital simuliert. Denn um Hochwasserschäden vorzubeugen, muss man das Hochwasser erstmal verstehen. Und das ist das Forschungsgebiet von Professor Jürgen Stamm. Er leitet das Wasserbaulabor. Jetzt ist ja nicht jedes Hochwasser gleich. Also klar, wir wissen, okay, das Wasser wird irgendwann vielleicht auch in die Stadt reinlaufen, wenn es richtig blöd läuft. Aber wahrscheinlich nicht immer überall gleich hoch stehen oder an den gleichen Stellen gleich gefährlich sein. Sie haben jetzt hier Modelle, sowohl physische als auch digitale Modelle. Welche Rollen spielt es denn, das Hochwasser, dass es sich eben vielleicht verschieden verteilt? Ja, wir haben genauso unterschiedliche Modelle, wie wir auch unterschiedliche Hochwasserereignisse haben. Also wir stellen uns die Frage, wie viel Wasser kommt und wann kommt dieses Wasser und wie lange kommt dieses Wasser. Und so ist es ganz wichtig, dass man unterscheidet, ob man über eine Hochwasserwelle eines kleinen Einzugsgebietes spricht oder eine Hochwasserwelle eines großen Einzugsgebietes. Um das mal ein bisschen plastischer zu machen, ich habe Ihnen hier einen Würfel vorbereitet. Der Würfel, dieser graue Würfel, hat eine Kantenlänge von 1 Meter. Meter mal Meter mal Meter ist 1 Kubikmeter, da passen 1000 Liter Wasser rein, 1 Kubikmeter. An der Ahr beispielsweise, bei Alten Ahr, haben wir normalerweise beim Mittelwasser 7 Kubikmeter pro Sekunde Abfluss. Hier an der Elbe bei Dresden haben wir 330 Kubikmeter pro Sekunde beim Mittelwasser. Das ist deutlich mehr. Heute haben wir beispielsweise in diesem Jahr, am 14. Juli, an der Ahr erlebt, dass möglicherweise ein 90, 80, 90, 100-facher Mittelwasserabfluss abgeflossen ist. In einer sehr kurzen Zeit, in einem Tag. An der Elbe, einem großen Einzugsgebiet, werden wir das nie erreichen. Wir haben bei dem extremst Hochwasser, dem höchsten jemals gemessen, 2002, einen 13-fachen Mittelwasserabfluss. Und der kommt über 14 Tage oder 3 Wochen. Sie sehen, die Dynamik ist eine völlig andere. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Dynamik haben wir auch auf der Widerstandsseite, sprich die Siedlungen, die Gebäude, die Infrastruktur, ganz andere Einwirkungen. Einmal kommt es schnell, mit großer Wucht. Häuser fallen auseinander, werden getrennt, brechen zusammen. Und im anderen Falle steigt das Wasser langsam an, alles ist überflutet und es zieht sich wieder langsam zurück. Von daher ist auch der Impact völlig unterschiedlich. Das heißt, der eine Fluss ist groß, träge, es braucht viel länger, aber ist ja deshalb wahrscheinlich trotzdem nicht ungefährlich. Sie wollen ja dann trotzdem noch herausfinden, wo in Dresden vielleicht eine Stelle besonders hochwassergefährdet ist. Wie würde man das jetzt konkret noch herausfinden? Nun, Sie sprechen von Gefahr. Erst dazu muss ich sagen, Hochwasser sind ganz natürliche Ereignisse. Diese natürlichen Ereignisse, die verändern sich auch in Zukunft bezüglich ihrer Wiederkehr infolge des Klimawandels. Sie werden häufiger vorkommen, aber es sind auch natürliche Ereignisse. Die Gefahr kommt ins Spiel, indem wir uns unangemessen dem Hochwasser entgegenstellen. Wenn wir bis zum Bord, also bis zum Ufer des Flusses unsere Gebäude errichten, dann sind sie im Überschwemmungsgebiet. Aber die Menschen müssen ja irgendwo wohnen. Also wir müssen den Wohnraum ja schaffen. Das heißt, wir müssen irgendwie ein gutes Miteinander finden zwischen der Stadt und dem Fluss. Was würden Sie denn sagen? Welche Vorsorgemaßnahmen sind wichtig? Wie sollten wir die Stadt bauen, damit wir gut im Einklang mit dem Fluss leben können? Wir können und müssen auch Stadt in diesem Punkt neu denken. Dort, wo die oder die Belastung intensiv ist, das ist eine Kombination aus Wassertiefe und Strömungsgeschwindigkeit, dass wir dort besser nicht bauen. Das ist ungeeignet. Und dazu werden in Modellen, in numerischen Modellen, wo wir also exakte Informationen über die Geländesituation haben, werden Strömungssimulationen durchgeführt und wir können mit sehr detaillierten Informationen über Stadtgeometrie und auch Nutzungen können wir ausrechnen, wann welcher Straßenzug, welches Gebäude im Wasser steht, wie tief im Wasser steht und mit welcher Strömungsgeschwindigkeit dieses Gebäude angeströmt wird. Wir reden hier von Hochwasserschutz, wir sollten reden von Hochwasserrisikomanagement, weil wir können uns nicht 100% schützen
Und viele erwarten, nachdem wir von Hochwasserschutz sprechen, ich bin jetzt geschützt. Nein, sie sind nicht geschützt. Auch das Fluttor neben dem Kongresszentrum hat Strahlaufreißer, weil auch dieses Fluttor bei entsprechendem Elbewasserstand überströmt werden wird. Den absoluten Schutz gibt es nicht. Durch Modelle und Vorhersagen wissen wir also schon wirklich viel über das Hochwasser. Und den Kommunikationswissenschaftler Professor Lutz Hagen interessiert jetzt, ob dieses Wissen auch in der Bevölkerung angekommen ist und ob die Leute dann auch dementsprechend Vorsorgen treffen. Wie gut sind die Leute denn informiert, was das Thema Hochwasser angeht? Naja, sie sind über die grundlegenden Zusammenhänge ziemlich gut informiert, dass das Hochwasserrisiko steigt, dass es mehr Starkregenereignisse gibt, dass die auch mit dem Klimawandel zusammenhängen, selbst dass der Klimawandel in großen Teilen menschengemacht ist. Das sind alles Überzeugungen, die man beim allergrößten Teil der Öffentlichkeit hier in der Gegend feststellen kann. Und das heißt, die Leute wissen irgendwie, das Hochwasser könnte auch vielleicht sie treffen. Bereiten sie sich denn selber auch vor? Nicht so gut, wie man sich das wünschen würde. Also viele haben eine Hochwasserversicherung, aber andere Maßnahmen, wie zum Beispiel einen Notfallplan, sich zurechtlegen mit Telefonnummern, schon mal gucken, wie man die Wohnung so umräumt oder das Haus, dass gefährliche Dinge, Flüssigkeiten nicht betroffen werden von der Überschwemmung. Da hapert es doch noch. Also insgesamt wissen die meisten Menschen, dass es Gefährdungen geben könnte, aber sie fühlen sich nicht so stark betroffen, ja, und handeln nicht entsprechend. Okay, und das heißt, was bräuchten wir aus Ihrer Sicht? Müssen wir besser kommunizieren? Müssen wir die Menschen dann vielleicht doch besser informieren? Man kann versuchen, ein bisschen diskontinuierlich das Thema zu thematisieren durch die betroffenen Stellen. Diejenigen, die in Hochwassersituationen amtlicherseits, staatlicherseits zuständig sind, müssen auf die geänderten Kommunikationsgewohnheiten eingehen, also zum Beispiel stärker in sozialen Medien präsent sein. Und wo waren Sie denn 2013 beim letzten Hochwasser ganz persönlich? Hier, also ich wohne ja ein paar Meter entfernt und da ist ja, ich weiß es nicht mehr genau, der Pegel bis knapp unter 9 Meter gestiegen und dieses Fluttor hier, das hält, glaube ich, bis knapp über 9 Meter, also bin ich jeden Tag mal hier runtergelaufen, um zu gucken, wo denn das Wasser steht und war froh, dass diese Maßnahmen, die ja bei der großen Flut 2002 in Dresden es noch gar nicht gab, dass die wirklich gut funktioniert haben. Wie Hochwasserschutz ganz konkret funktioniert, schaue ich mir jetzt hier in Coswig an. Ich treffe mich im Rathaus mit Marco Neubert, der mir am Modell zeigt, wie man den Stadtteil Brockwitz ein ganzes Stück anheben will, um ihn vor Hochwasser zu schützen. Ich bin ziemlich gespannt, wie das wohl funktionieren kann. Okay, also das ist jetzt hier das Modell von Brockwitz und da ist auch der Straßenzug, um den es geht, drin. Aber was genau sehe ich denn jetzt hier alles? Genau, das ist ein Modell von Brockwitz, ein Ortsteil von Coswig. Das Modell hat die Stadtverwaltung in Coswig erstellt, um zu zeigen, dass in Brockwitz ein Problem mit diesem Straßenzug der Niederseite besteht, der, wie der Name schon sagt, tiefer liegt als der restliche Ort. Der Ort befindet sich also, die Elbe ist 800 Meter entfernt ungefähr, das ist die Dresdner Straße, die von Coswig, das liegt ungefähr da, Richtung Meißen führt. Okay, und da gibt es ja noch einen kleinen Fluss, aber die Elbe ist super weit weg. Und genau. Trotzdem macht aber die Elbe hier das Problem. Die bringt quasi das Wasser in den Ort. Okay, und wo gehen wir jetzt gleich hin? Wir schauen uns das vor Ort an der tiefsten Stelle des Ortes an und schauen mal, was das dort für Auswirkungen hat. Ja, das machen wir. Super, los geht's. Okay, also vielleicht fangen wir noch mal so zu Beginn an, für mich zum Verständnis. Die Elbe ist ja jetzt ziemlich weit weg, aber das Wasser kommt trotzdem bis hier ran. Das ist also quasi das Problem, was dieser Stadtteil hat. Genau, das Wasser läuft durch die relativ flache Aue bis hierher. Und dann waren die Leute hier immer wieder vom Hochwasser quasi betroffen die letzten Jahre. Genau. Und irgendeine Lösung musste her. Genau, die letzten großen Hochwasser 2002, 2006, 2013 haben Brockwitz jedes Mal betroffen und die Leute wünschen sich unbedingt einen Hochwasserschutz. Eine andere Option wäre ja noch, die Leute vielleicht umziehen zu lassen, umzusiedeln. Hat wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder Lust drauf, denke ich mal. Ja, es ist schwierig. Es wäre ein großer Eingriff in die Eigentumsrechte der Leute, die ja auch
hier ihre Heimat haben und gern hier wohnen an der Elbaue. Und um das jetzt zu vermeiden, dass hier Leute vielleicht umziehen müssen, heben wir jetzt den Straßenzug hier an oder Sie mit Ihren Kollegen zusammen. Genau, es sind ungefähr 30 Gebäude, die hier betroffen werden und die müsste man alle anheben und das Gelände entsprechend anschütten. Okay, und wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Jedes einzelne Haus wird jetzt hydraulisch hochgehoben, nacheinander. So muss ich mir das vorstellen. Also jedes Haus nacheinander wird angehoben und dann wird das wieder unterfüttert. Das heißt, meistens bekommt es ein neues Betonfundament in der Höhe, wie es gehoben wurde. Und dann wird die Umgebung angepasst und angeschüttet. Das klingt total verrückt. Es klingt verrückt, aber es lässt sich alles machen. Technologisch ist das machbar und der Eingriff ist aus unserer Sicht geringer, als wenn man einen Deich baut. Mhm. Und die Leute müssen ja offensichtlich nicht umziehen. Die müssen nicht umziehen, die können sogar während der Hebung in ihren Häusern wohnen bleiben. Nur der Keller muss freigeräumt werden. Das heißt, ich kann quasi abends ins Bett gehen und morgens stehe ich auf und mein Haus ist 10 cm höher als vorher. Ganz so ist es nicht. Also über Nacht heben, das können wir noch nicht. Also zaubern Okay. können nur andere. Aber wir gehen davon aus, dass der Prozess ungefähr eine Woche dauert, der Hebung. Das ist ja ein wahnsinnig aufwendiger Eingriff, würde ich jetzt erstmal so aus dem Bauch heraus sagen. Und eigentlich würde man ja auch denken, es zerstört sehr viel so Umwelt und Natur. Aber Sie haben sich das ja angeschaut. Es scheint ja die beste Alternative zu sein. Warum ist es so? Ja, wir haben Deichbau und die Haushebung verglichen. Der Deich ist ja nicht jetzt sonderlich umweltfreundlich. Er verbraucht auch relativ viel Fläche. Es werden relativ viele naturnahe Flächen in der Elbaue dadurch beansprucht. Feuchte Wiesen, Streuobstwiesen, die halt auch wichtige Biotope sind. Im Vergleich dazu haben wir hier halt eine besiedelte Fläche, die ohnehin keinen hohen naturschutzfachlichen Wert hat. Und die könnte man im Rahmen der Haushebung auch noch aufwerten, indem man die Gartengestaltung entsprechend anpasst. Das heißt, künftig könnte man hier gut vor Hochwasser geschützt sein und trotzdem noch naturnah leben und sogar vielleicht einen naturnäheren Garten haben. Genau, eine Win-Win-Situation eigentlich. Super. 2013 war das erste Hochwasser, bei dem Social Media eine wirklich wichtige Rolle gespielt hat. Jana Fischer hat damals analysiert, wer was auf Facebook und Twitter geteilt hat und ob die geteilten Infos überhaupt gestimmt haben. Sind denn die Infos, die da geteilt werden, auch wirklich richtig? In der Untersuchung, die wir zum Hochwasser hier in Dresden 2013 gemacht haben, da haben wir die Pegelstände als Beispiel für Informationen, die auf Social Media geteilt wurden, also speziell Facebook und Twitter, verglichen mit denen, die uns offiziell zur Verfügung gestellt werden. Das Ergebnis war, dass es überwiegend richtig war. Teilweise ein bisschen zeitverzögert, vor allem bei Facebook, weil es vielleicht auch ein bisschen langsameres Netzwerk ist als jetzt Twitter. Aber vor allem bei Twitter waren die Informationen sehr akkurat. Es hängt auch damit zusammen, dass die Quellen, die so geteilt oder retweetet werden, oft eben die offiziellen sind. Es war ja gerade auch das Hochwasser in Ahrweiler und da haben die Menschen ja auch Twitter und Facebook oder insgesamt Social Media genutzt. Da konnten sie jetzt wahrscheinlich noch keine Analyse machen, aber haben es ja vielleicht trotzdem ein bisschen verfolgt, was da so an Kommunikation lief. Wie bewerten Sie das? Ja, also ich habe es persönlich ein bisschen auf Twitter verfolgt und da ist mir auch Ähnliches begegnet, was so an Problemen in Dresden damals schon gab. Also so eine Frustration an Seiten der Freiwilligen, also der Laien, die helfen wollten, dass man aufgrund von Aufrufen auf Social Media hingefahren ist und dann aber dort eben sich niemand gekümmert hat, es eine fehlende Organisation gab und man eben das Gegenteil von dem erreicht hat, was man wollte, also statt zu helfen, eben im Weg rumzustehen. Und ja, das löst eine Frustration aus, die man dann eben auf Social Media auch wiederfindet. Und gab es irgendeinen Befund, der Ihnen besonders hängen geblieben ist oder irgendwas, was Sie vorher vielleicht nicht gedacht hätten? Überraschend ist vielleicht vor allem, wenn man so ein bisschen auch an die mediale Berichterstattung, die sich ja gerne mal auch aufs Negative fokussiert, wie gut es dann doch funktioniert hat. Also wie eben gut die Informationen waren und aber auch wie viel Hilfe oder Freiwillige durch Social Media mobilisiert werden konnte. Also dass das Positive tatsächlich am Ende die Skepsis überwogen hat. Wir wissen also nicht genau, wann das nächste Jahrhundert-Hochwasser kommt. Aber dass es kommt, das ist klar. Denn verhindern lassen sich Hochwasser nicht. Sie gehören einfach zum Leben dazu. Die Wahrscheinlichkeit für extreme Hochwasser wird durch den Klimawandel aber steigen. Und deshalb brauchen wir smarte Lösungen, um vorbereitet zu sein.
Zum Beispiel, indem wir ganze Straßenzüge anheben und indem wir zur richtigen Zeit die richtigen Infos an die richtigen Leute kommunizieren. Das war die 4. Folge der Guten Frage. Schön, dass ihr dabei wart. Um zur letzten Folge zu kommen, klickt hier oben. Da haben wir uns damit beschäftigt, woher die Angst vor 5G kommt. Und hier unten findet ihr noch weitere Videos der TU Dresden. Abonniert auch gerne unseren Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst.